Ich bin der Taskmaster und ich wollte herausfinden, was passiert, wenn wir 5 Böhnchen in einen Raum werfen und sie lustige Aufgaben lösen lassen. Das ist die 2. Staffel von Taskmaster. Sehr gut! Was darf denn alles kaputt gehen? Die Eins nicht. Zitrone! Herzlich willkommen bei der 2. Staffel von unserem Erfolgsformat Taskmaster. Ich freue mich, dass ihr alle heute hier seid, liebes Publikum, und möchte euch an dieser Stelle unsere 5 diesjährigen Kandidaten, alle frisch aus der Kleinstadt Köln eingeflogen, vorstellen. Ganz auf der linken Seite haben wir direkt die ersten Kandidaten. Seinen Gerechtigkeitssinn stellt er aktuell für den deutschen Staat in seine Dienste und ich möchte gerne herausfinden, ob er seinen Gerechtigkeitssinn auch mir genügt. Ein wunderschöner junger Mann, der heute hier sitzt, die Exekutive himself. Hier ist Jan! Ihre jahrelange Abstinenz gegenüber Alkohol hat ein interessantes wissenschaftliches Phänomen hervorgebracht. Und zwar hat sie ein eigenes Organ entwickelt, was ihren Körper konstant, völlig ohne Drogen, auf 100% Leistung hält. Und dadurch ist sie ein Riesenspaß für sich und alle Lebewesen um sie herum. Einen Tosenapplaus für die erste, die echte, die einzige Katharina. Geboren als Sohn von 2 Eltern, kam er auf die Welt mit bürgerlichem Namen Dominikus Juan Dreifuß, nahm 2020 aber sein wahres Alter Ego an als DJ Dre und verkörpert seitdem den Geist von allem, was sich nach der Party im Kehrbesen so hängen bleibt. Begrüßt mit mir unseren hauseigenen Musikmeister Marco. Scharf schießen, das ist seine Berufung. Und wenn er nicht gerade gegen demokratisch fragwürdige politische Organisationen pöbelt, finden wir ihn auf dem Summer Jam. Und das ganze Jahr. Begrüßt mit mir mit einem tosenden Applaus unseren Namensgeber von Beethoven, Philipp Ludwig. Wenn Bayern nicht wäre, wäre Deutschland im Gesamten vermutlich besser dran. Dann hätten wir ihn aber auch nie kennengelernt. Deswegen zeigen wir heute, was wahre Integration bedeutet. Einen westdeutschen Applaus für unseren Patrick! Diese 5 Kandidaten werden heute gegeneinander kämpfen in verschiedenen diabolischen Aufgaben, um diese Dose zu gewinnen. Das ist unser heutiger Preis, die Taskmaster-Bohnen. Und wie könnte ich ihn vergessen? Heute wieder an meiner Seite der Einzige, der Erste, der Echte, mein ganz eigener, Johannes. Tobias. Johannes. Tobias. Es ist eine Weile her. Wir haben ja letztes Jahr den Lenz gemacht und haben nichts gemacht. Wie ist es dir seitdem ergangen? Ja, es war eine schwere Zeit ohne dich und deswegen musste ich mir etwas anderes besorgen. Ich brauchte ja Encouragement. So, du bist ja immer für mich da als mein Chef und dementsprechend habe ich mir diese wunderschöne Tobi-Puppe besorgt, die mir dabei hilft, der immer sagt, Johannes, mach mal schneller, Johannes dies, Johannes, was ist der nächste Task, Johannes dieses, Johannes, bring mir mein Essen, Johannes, bring mir meine Getränke. Diese Puppe hat mir das Leben zumindest ansatzweise lebenswert gemacht ohne dich. Herzallerliebst, wirklich schön. Ja, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich wirklich gesehen. Das ist sehr schön. Ja, und jetzt machen wir wieder Taskmaster zusammen. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drauf. Johannes, ich habe mir sagen lassen, ganz am Anfang von dieser lustigen kleinen Show hier, da kriege ich Geschenke. Ja, genau, die sogenannte Price Task. Also die lustigen Kandidaten hatten vor einiger Zeit die Aufgabe, etwas mitzubringen für dich heute. Und zwar ist das Ding, was sich am besten anfühlt. Ah, etwas sehr Haptisches könnte man meinen. Genau, man kann das auf viele Ideen interpretieren. Ich liebe es, Dinge anzufassen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an mit Jan, der uns vorstellt, was er mitgebracht hat. Ich habe das erste Star Wars Buch, was ich mir mal irgendwann selber gekauft habe, mitgebracht. Was nichts mit der Originaltrilogie zu tun hat. Es lag jahrelang bei mir im Schrank, bis ich es irgendwann wirklich mal gelesen habe.
Aber ich fand es wunderschön, genauso wunderschön wie unseren Taskmaster. Und darum habe ich dieses Buch für dich. Stark, okay. Ein Applaus. Du weißt aber schon, dass ich nicht lesen kann, oder? Dafür hast du doch Johannes. Genau, ich werde jetzt dann nachts vorlesen. Das ist nett, okay. Ja, wunderbar, danke sehr, freue ich mich drüber. Genau, Katharina. Was könnte sich im Bodenkosmos besser anfühlen als der Sieg bei Royal Beef? Das ist nicht dein Sieg, denn da drin sind alle Gesichter der Menschen, die gewonnen haben. Aber hier ist ein Steak. Wer alt ist, kennt die Gesichter, die da drin sind. Und ja, ich habe gewonnen, nicht du, aber der Pokal ist für dich und dein Regal. Oh, sehr schön. Ein Applaus dafür. Lässt das Buch ganz schön scheiße wirken, oder? Ich habe gedacht, es passt zu dir. Aber wir schauen mal, was wir noch haben. Marco. Ich dachte, es geht ja ums Fühlen und ich bin ja auch so ein Bastler-Typ. Deswegen habe ich was Eigenes gebastelt. Also es ist eine Handmade-Box und was da drin ist, ist noch geheim, denn das soll man fühlen. Es geht ja ums Fühlen, so war die Aufgabe. Du musst da rein fühlen. Du musst mit der Hand da rein fühlen. Ich bin unsicher. Ich weiß nicht, was ich beschreiben soll. Ich fühle hauptsächlich Wolle. Es fühlt sich angenehm an, muss ich sagen. Ich verspüre so einen leichten Kühleffekt. Und ansonsten, ja, es ist nett. Ich warte eigentlich darauf, dass da jetzt gleich irgendwas drin ist, was mir die Hand abbeißt, aber... Du kannst jetzt aufhören. Okay. Eine tolle Box, ein schönes Geschenk. Ich bin etwas verunsichert, was da jetzt genau drin ist, aber ja, haptisch auf jeden Fall sehr nett. Dankeschön, Marco. Ja, ich habe mich bei das Ding, was sich am besten anfühlt, nicht an den Tastsinn gedacht, sondern an das Gefühl, was man hat, wenn man es in die Hand nimmt. Ich wollte erst meine Super Nintendo mitnehmen, dann habe ich mir gedacht, nee, die verschenke ich dir nicht. Dann habe ich mir gedacht, Tamagotchi als quasi Placeholder für die 90er Jahre. Für unsere Kindheit, als alles noch ein bisschen einfacher war. Es ist sogar ein Original-Tamagotchi. Es ist ein Original-Tamagotchi und ja, da bin ich natürlich ein Fan von. Ja, sehr schön. Sind mir immer nach dem ersten Tag gestorben. Ich werde mein Bestes tun, aber... Ich habe es auf der Arbeit versucht, mal angefangen, ich habe das Ding nicht mal zum Leben gekriegt. Okay. Ich hatte zuerst überlegt, was könnte man Frivoles nehmen, ist mir aber dann doch ein bisschen zu blöd gewesen und ich dachte mir so, etwas für unterwegs, was sich gut anfühlt, was einem so vielleicht ein bisschen gut tut. Und dann würde ich dir einfach mal das hier geben. Ah. Ja, das ist hier für Eierschlagen, oder? Das ist richtig, genau. Johannes, darf ich? Wie fühlt sich das an? Ist das gut? Von dir immer. Ich denke, das werden wir heute noch brauchen. Vielen Dank dafür. Auch da freue ich mich natürlich sehr drüber. Das stelle ich mal hier an die Seite. Johannes, Tobias. ich habe 5 wundervolle Geschenke bekommen. Absolut. Wenn ich richtig im Bild bin, muss ich jetzt entscheiden, welches mir am besten gefallen ist. Genau, du kannst die von einer Skala von 1 bis 5 entsprechend ranken. Ja, ganz klar. Letzter Platz, Buch. Tut mir leid. Lesen ist für Anfänger. Wenn wir uns TikTok reinziehen können, brauche ich keine Bücher mehr. Mehr kann ich dir leider nicht dafür anbieten. Ich würde dann nach Marco tatsächlich auf die 2 Punkte setzen. Total toller Bastelaufwand. Ich weiß nur nicht genau, was ich da gefühlt habe. Vielleicht war da der technische Hintergrund für mich, vielleicht fühle ich auch einfach nicht mehr so viel. That could happen, aber auf jeden Fall 2 Punkte für dich. Dann gehen wir weiter zum Kopfkrauler, ja, von Patrick. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ist etwas, was man auch mehrfach einsetzen kann. Deswegen 3 Punkte gehen hier an dich. 4 Punkte gehen an das Tamagotchi. Mir hat deine Einführung dafür sehr gut gefallen. Ich bin ein großer Fan der 90er Jahre Spielzeuge. Ich sammle da viel von. Werde es in Ehren halten. Vielen Dank dafür. Aber den Vogel hat natürlich dann Katharina abgeschlossen, die ein wunderschönes haptisches Erlebnis kreiert hat, mit viel Inhalt drin. Und man kann am Ende Bier reinfüllen. Und das finde ich immer schön. Darfst du mir gerne auch noch 5 Punkte für Katharina. Damit sollten wir startklar sein und lieber Johannes, ich
tippe darauf, dass du mir gleich den ersten Task vorstellen wirst. Ich tippe auch darauf, dass wir die erste Task haben. Servus. Kommen Sie rein. Oh. Ich bin vorbereitet. Ich habe auf dem Weg hierhin 3 IQ-Tests gemacht. Aber Ich kann mir schon denken. Oder vielleicht auch nicht. ich muss halt meine Leserbrille aufsetzen. Das ist aber mein Beruf. Hat nichts mit Schreiben zu tun. Platziere die Tasten möglichst korrekt auf der Tastatur. Du darfst den Raum nicht verlassen. Du hast 5 Minuten. Deine Zeit beginnt jetzt. Was steht da? Diesen Raum nicht verlassen. Okay, alles klar. Johannes, ich ahne da etwas. Diese Tastatur sah unvollständig aus. Korrekt. Es fehlen insgesamt 47 Tasten. Ah, so viele. Warum? Warum seid ihr so zur Elektronik? Das ist einfach unser Stil. Wir sind Kinder der 90er. Ja, okay, verstehe ich. Und Generation TikTok kann eh nicht mehr lesen, hast du gerade schon gesagt. Absolut. Und bei TikTok muss man auch zum Glück nichts drauf schreiben, von daher passt das für mich. Gut, dann zeig mir doch mal, was die Leute hier so fabriziert haben. Würde ich auch so sehen. Ja, ich sortiere jetzt erstmal so ein bisschen Zahlen und Buchstaben und Sonderzeichen. Gut, dass ich WoW spiele und gefühlt 32 Keybindings habe. Fangen wir doch mal mit WASD an. Von links nach rechts. Ich spiele keine Strategiespiele, habe keine Strategie. Meine Strategie ist eine 4. Ich würde sagen, ich gucke mit 4, aber das steckt ja schon. Wird das nicht bestimmt nicht alle Buchstaben da, oder? Das, was du wissen musst, in der Tat. WASD. Da fehlen aber nicht welche, oder? Alles, was du wissen musst, steht in der Tat. Können wir noch ein bisschen sauberer machen. Wir suchen natürlich nach WASD. Was mich gerade ein bisschen fertig macht, ist, dass ich die 1 nicht finde. Wusstet ihr, dass man die Tastaturen extra damals so angeordnet hat, weil, damit die Leute Schwierigkeiten haben zu schreiben, weil bei den Schreibmaschinen, die sich immer sehr, sehr schnell verhakt haben und dann hat man irgendwann ein anderes System sich überlegt und das ist dieses hier. Ich finde die 1 nicht. Vielleicht weiß ich aber schon nicht mehr weiter. Die müssen ganz draufstecken, oder? Alles, was du wissen musst, steht in der Tat. Mein Trinket. E für den Schildwurf. Spott. Da sind ja dann alle falsch. Oh, das ist ja super scheiße. Hey, bist du eine 6 oder bist du eine 9, du blödes Ding? Wird mir das R geklaut. Oh Mann, dieser blöde PC-Spieler, der zu Hause immer sitzt. Aber ich guck doch nicht zu, was der da macht. Letzten 5 Sekunden. Ja. Wo ist die Scheiße 8? Nein! Nein! Du hast noch 10 Sekunden. Nein! Dann, wenn ich jetzt die alle einsetze, dann habe ich keine Zeit mehr, um das zu korrigieren. Nein! Nein! Und stopp. Nein! Das ist, in meinem Dialekt ist die Tastatur auch so angepasst. Kannst du Italienisch? Nee. Kannst du vielleicht, was würdest du sagen, was heißt Tisch auf Italienisch? Vielleicht Tavolo? Sehr schön. Scheiße. Du, das war schon mal sehr beeindruckend, da wurde sich viel Mühe gegeben. Ja, ich kann dir mal ein paar Statistiken nennen. Bitte. Und zwar, insgesamt 47 Tasten waren herausgenommen. Patrick schaffte es, 10 korrekt einzusetzen. Ist er jetzt der höchste oder der niedrigste? Marco 11. Katharina immerhin 17. Ja. Dann haben wir Jan 21. Und Louis, jede Taste, die Louis eingesetzt hat, war vollkommen richtig. Insgesamt 30 Tasten. Ich sag WoW, toll. Hast du eine besondere Beziehung zu Tastaturen oder wie bist du an diese Stelle gekommen? Also ich hab das halt auf 2 Dinge gemacht. Erstmal R kann ich mit 10 Finger schreiben. Ich habe die jetzt Augen zugemacht und habe einfach getippt und dann die Sachen eingetragen. Und das andere war bei WoW, wenn man ganz viele Keybindings hat und das halt auch mal drin hat, wo welche Taste liegt. Johannes, ich habe aber das Gefühl, das war doch noch nicht alles, oder? Da kommt noch mehr, was? Nämlich noch was. Ah. Gott, scheiße.
Dann darfst du mal bitte unter deinem Sitzkissen gucken. Oh nein. Oha. Die zweite Task. Benutze deine Tastatur, um eine liebevolle Nachricht an den Taskmaster zu schreiben. Du darfst nicht auf den Monitor schauen. Du darfst weiterhin den Raum nicht verlassen. Liebevollste und korrekteste Nachricht gewinnt. Du hast 5 Minuten Zeit, deine Zeit beginnt. Ich kann doch nicht liebevoll. Dann, ich kann das nicht. Ich habe zwar keinen inneren Monk, aber es muss nicht trotzdem. Ach scheiße, das tippt er jetzt. Ruby! Glückszahl. Okay. Welches ist nochmal dein Glückszahl? 4. Du weißt, wer der Taskmaster ist? Ach stimmt, es ist Tobi, nicht Johannes. Das sagen, Doppelpunkt. Lol. Ganz besonders gefällt mir Ich habe noch eine Rakete gemacht. Ich hoffe, ich habe noch eine Rakete gemacht. Ja, ich würde sagen, für die Leistung schon mal einen kleinen Applaus. Natürlich haben wir die Texte auch vorbereitet. Ich würde gerne die Nachricht ausgesprochen so hören, wie ihr sie geschrieben habt. Fangen wir doch bei Jan an, bitte. Tu mir den Gefallen. Was hast du mir Schönes verfasst? Das ist unsere Serviceunion und das Gebäude dem Librum Cheers. Da bekomme ich irgendwie Lust auf Borsch. Vielen Dank. Gefällt mir gut. Ja, alles klar. Katharina, dann hau raus. Scharf S, 8889, 43E, 454, Neffen für 5355 Kurbrot. Sobi. Sternchen. Skönen Tag, du Kappen. Ja, hat mir gefallen. Ich würde gerne wissen, ob bei den Sternchen noch was dazugehört hätte, aber das klären wir später. Hören wir erstmal an. Louis, du hast, glaube ich, die nächste, wenn ich das richtig sehe. Lieber Tobias, es ist immer wieder eine Freude, dich zu sehen. Dein Humor ist Mister immer wieder eines inneres Flumenflüchlin. Taskaster, MFG, Louis. Mir hat insbesondere gefallen, dass das so leicht so leicht Gemambeltes hatte, aber dieses bester Taskmaster, das ist ein ganz starkes Argument. Sehr, sehr gut. Marco, du bist, glaube ich, als nächster dran. Hakko, Kipkoster, Twaxaster, der weckt. Ich freute mich sehr, heute hier sein zu orten, doch ich nehme mich abning Gigi. Akes Dute, Hack Achtungsfick, RCE. Fun Fact, das wissen jetzt die meisten nicht, aber das war mit Rechtschreibkorrektur an, aber die war auch überfordert. Sehr gut, ja, gefällt mir gut. Und dann als letztes noch von dir, Patrick. Hasöp Löhner Tastelmaster. Auch bebon schon Weoder, Galvi 2 Schaff es Mamatrosen mit meinem zu Fleisch gewordenen Pressluft Hanmer kennte ich einen gefrorenen Acker durchpflügen. Onje, Liebe, du weißt, wer kleiner als Fragezeichen, 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 Fragezeichen 9. Mir hat insbesondere gefallen, dass es so kurz war. Das hilft, das ist sehr schön. Ja, also ich glaube, ich bleibe dabei. Louis, du kriegst die 5 Punkte von mir, weil deine Nachricht war...
Deine Nachricht war super. Ich habe ein bisschen Schmeichelei bekommen. Das ist mir immer persönlich sehr wichtig natürlich. Du hast die meisten Tasten eingesetzt. Das war für mich alles schlüssig. Die 4 Punkte gebe ich dir, Katharina, denn du hast eine Nachricht geschrieben, die sehr, sehr nah an der Verständlichkeit dran war. DJ Und das mit gerade mal 17 Tasten. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was Louis geschafft hat. Also von daher gefällt mir das auch gut. Dann würde ich danach die Punkte an Patrick geben. Kurze Nachricht. Gut, gefällt mir. Das könnten wir so quasi auf Kurznachrichtendiensten veröffentlichen. Du bekommst die 3 Punkte von mir. Ja, bei den anderen beiden, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Das ist irgendwie so eine Sache des Not gegen Elends. Weil das war, also Jan, du kriegst von mir die 2 Punkte. Ich hatte das Gefühl, du hast eine völlig neue Sprache erfunden. Das hat mir einen exotischen Vibe gegeben, das hat mir gefallen. Keine Ahnung, was du mir sagen wolltest. Klasse. Und das lässt dann leider am Ende dich, Marco, übrig. Das war eine sehr lange Nachricht, die war eigentlich auch gut, aber einer muss nun mal die 1 Punkt bekommen. Das bist heute leider du. Ja, so ist es. Johannes, Tobias. wusstest du eigentlich, dass die Leute, die hier sitzen, Experten für das Thema Beeren und Bohnen sind? Ja, das habe ich schon mal gehört. Große Bohnen- und Beerenexperten sind hier. Genau, wir fragen mal kurz in die Runde. Was ist denn eure Lieblingsbeere? Gurke! Okay, stark. Sehr gut, ja, Gurken sind gute Beeren. Andere mal, die Erdbeere ist die einzig richtige Antwort. Wunderbar, vielen Dank, Mike. Sehr gut. Und ein Vögelchen hat mir auch gezwitschert, dass der Task auch irgendwas mit Beeren zu tun hat. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich muss natürlich korrigieren, dass natürlich die Erdbeere keine Beere ist, aber das klären wir natürlich später. Niemand mag Besserwisser, Johannes. Kommen wir zu unserer ersten Außentask. Eine kleine Premiere in diesem Format. Mahlzeit. Bin ich hier richtig fürs OnlyFans-Shooting? Hast du Bock? Ja, ihr habt schönes Wetter ausgesucht. Ja, bedien dich, greif zu. Also am besten erstmal das hier, ne? Ich vermute, das ist wichtig. Wähle eine Beere und ein Brot. Schlage die Beere so weit wie möglich mit dem Brot. Du musst die erste Beere und das erste Brot, das du berührst, benutzen. Du hast 3 Versuche. Deine Zeit beginnt jetzt. Okay. Johannes, weißt du was? Manchmal frage ich mich, was tut ihr, um auf diese Ideen zu kommen? Da würde ich schon Schwierigkeiten auch euch attestieren, aber ich lasse mich da jetzt gerne mal überraschen. Was kannst du mir bieten? Was haben wir da jetzt draus gemacht? Ich biete dir 3 Männer, 3 Konsonanten, nämlich 3 mal A, Jan, Marco und Patrick. So, Beere. Dann würde ich mir doch direkt erstmal die Tomate schnappen. Ja, mal das hier. Okay. Eins, 82 cm. Das ist die Beere, das ist das Brot. Und jetzt? Oh. Ja. Wären wir bei genau 3 Metern. Darf ich mir einen neuen Schläger nehmen? Nein. Oder? Okay. 10,63 Meter. Immerhin. Hier, da haben wir doch was vom Schläger übrig. Eins von beiden. Also Versuch Nummer 2. 3,88 Meter. Versuch Nummer 2. Scheiße. Ja, Gut, den brauchen wir, glaube ich, Den gar brauchen wir nicht sehen. messen. Nee. Der ist definitiv weniger als 10 Meter. Ja. 4,76 Meter. Versuch Nummer 3. Ach, Scheiße. 8 Meter und 5 Zentimeter. Kann man nichts sagen. Bin ja schon froh, dass keine Deli auf dem Tisch stand. Keine Deli? Deli-Beere. Probieren wir es aber so. 12 Meter und 17. Ja, schön.
Kannst du machen, was du willst mit. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich liegen lassen für den nächsten jetzt. Ja, der nächste kommt ja erst in einer Woche wieder. Ja, das ist ja nicht mal. Ich möchte übrigens erwähnen, Patrick sagt nach jedem Schlag erstmal Scheiße. Hat es eins von den Beeren denn auch überlebt oder sind die alle zerbröselt, so wie ich das da gesehen habe? War von diejenigen, die nicht genutzt worden sind, haben natürlich überlebt, weil sich die meisten für die Gurke entschieden haben. Verstehe. Aber es wurden auch andere Sachen genutzt, wie wir ja gesehen haben, die Tomate. Die Tomate ist eine Beere? Ja. Okay, gut. Da fehlen noch ein paar, oder? Ja. Erzähl mir mehr. Ihr habt ja vielleicht mal gehört, man muss das benutzen, was man zuerst berührt hat. Und wir haben ja eine Person, die vielleicht ganz gut darin ist, Dinge zu berühren. Essen! Ich nehme noch nicht die Task, ich nehme das Essen. Schauen wir uns doch mal Katharina an. Du musst die Beere und das erste Brot, das du berührst, benutzen. Was Das ist die erste Aufgabe, dass ich meinen Zettel wieder einsammle. Ja. Das ist die Nutella, aber die Nutella fließt natürlich. Hoffentlich Ihr habt hast das du einfach schon platt da aufgenommen? draufgelegt. Sehr gut. Eventuell hat jemand nämlich schon. Was hast du heute als erstes berührt? Du hast vorhin eine Gurke berührt und du hast gerade ein Croissant berührt als erstes. Croissant ist ein Brot. Ja. Rest in peace, Croissant. Du bist ja Tennisspielerin, da hat man ja bestimmt Okay. guten Aufschlag. Okay. Okay. Ja, das zählt. Wir sind bei 2,5 Meter. Ordentlich Croissant, ordentlich Croissant. Bereit? Okay. Es tut mir so leid, Croissant. Und ich habe keine Nutella dabei. Da sind wir bei 3,60 Meter. Macht auch weniger Spaß, wenn es nicht zerfällt. Wir wollen hier ja auch wirklich was liefern den Zuschauern, ne? Ja, der war das hat schlechter. gezählt. Hätte ich meinen Hund doch mitbringen sollen, dann hätte die das jetzt vom Boden aufgelutscht. 2,30 Meter. Klassische Schlägerhaltung. Man kennt's. Ja. Guten Appetit. Ah, Da lecker. stellt sich mir natürlich die Frage, hast du die französische Frühstückskultur oder wie kam es? Nee, ich liebe die, deswegen habe ich sofort das Croissant gegriffen, als ich es gesehen habe. Und hast es dann zermatscht, indem du Ich eine hab Gurke dagegen keine geschmettert Croissants hast? wurden verletzt, wurde komplett gegessen. Okay, verstehe. Johannes, da fehlt noch eine Person. Das heißt, meistens ist es entweder besonders gut oder besonders scheiße. Oder einfach anders. Gucken wir uns doch mal Louis an. Hans läuft. Hast du gehört, Felix? Nee. Er hat das Brot draufgelegt, damit es nicht wegfliegt. Ich habe kein Brot gewählt. Wie das ein Brot? Nein, ich habe ein Brot auf die Scheiße hier gelegt, damit es... Ja, was für Bange ist das? Ja, ich glaube, im zweiten und dritten Versuch kriege ich mit dem Brot nicht mehr hin. Schuld auf den Boden, mach's genauer. Meter statt 15. Willst du doch mal versuchen? Ich habe kein Brot mehr. Also, du sagst, das ist der finale Versuch? Ja, da kommt keiner mehr ran. Keinen Fall. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Auch wenn ich geneigt bin, Fragen zu stellen. Johannes, ich brauche noch mal die Hard Facts. Wie ist die Situation hier ausgegangen bei dieser brotlosen Kunst? Also es wurde sehr viel Schwarzbrot verbraucht, das haben wir gesehen. Aber insgesamt die Distanzen. Die beste Distanz von Katharina, 3,60 Meter. Stark. Mit einem Croissant möchte ich anmerken. Marco, 4,76 Meter. Patrick, 8,5 Meter.
Jan 12,17 Meter. Und Louis mit respektablen 15,58 Meter. Eine schwierige Situation. Ich denke aber, ich tue das einzig Richtige, indem ich euch jeweils die Punkte gebe, die ihr auch in Distanz geschafft habt. Du bist unter Beobachtung. Du bist da, du bist ein schlimmer Finger. Ne? Aber mit einem Schwarzbrot muss man auch erstmal so weit kommen. Von daher kriegst du die 5 Punkte von mir. Danke. Die 4 Punkte, die gehen entsprechend an Jan. Die 3 Punkte gehen an Patrick. 2 Punkte an Marco und Katharina. Ich hoffe, das Croissant hat dir wenigstens geschmeckt, denn der eine Punkt, den gehört auch dir. Ja, das heißt, wir haben jetzt zurzeit auf dem letzten Platz, wenn ich das richtig sehe, müsste Marco sein. Danach kommt dann Jan. Dann sehe ich einen überalterten Patrick, dann Katharina und ganz vorne bereits Louis, wo wir in Zukunft etwas genauer hinschauen müssen. Ne? Ja, das war schon mal gut. What's next, Johannes? Tobias, der Gegenstand der nächsten Task ist, wie gut sich die Teilnehmer eigentlich kennen. Das ist ja genau die Bestechungsgrenze, also das kann ich noch nehmen. Vielleicht freut ihr euch, wenn ich wieder irgendwas zuerst anfasse. Den 5er nehme ich mir erstmal. Katharina. Louis. Aber vorlesen. Patrick. Sage voraus, was Katharina... Louis. Marco. Patrick. Jan mit einem der Gegenstände mache. Oh Gott. Und mache selbst etwas mit einem der Gegenstände. Du bekommst 2 Bonuspunkte dafür, dass Marco Katharina. Jan. Patrick korrekt voraussagt, was du tust. Wenn mehrere Leute das Geld nehmen, bekommen alle diese Personen je einen Minuspunkt pro Person. Das heißt, das Geld ist so ein Gamble. Aber nur, wenn mehrere Leute nehmen. Genau. Das heißt, wenn nur ich das nehme, wenn ich jetzt das Geld nehme, darf ich das auch behalten. Ja. Verstehe. So. Haben alle verstanden, oder? Oder? Ich nämlich nicht. Also was? Also, jede Person muss dem Alphabet folgende vorhersagen und bitte von der vorherigen vorhergesagt. Prinzipiell, wenn jetzt einmal Louis und Marco einmal kurz tauschen, Plätze tauschen würden, dann würden sie mich korrekt sitzen, wie wir sie auch eigentlich platzieren wollten ursprünglich. Dann haben wir nämlich sozusagen Jan schätzt Katharina ein, Katharina schätzt Louis ein, Louis schätzt Marco ein und Marco schätzt Patrick ein. Und Patrick muss dann wiederum Jan einschätzen. Okay, verstehe. Glaube ich. Ich würde sagen, wir beginnen einmal mit Jans Einschätzung und schauen uns einfach alle damit an. Dann wird es gleich klarer. Was macht Katharina damit? Hundefutter ist teuer. Von daher wird sie wahrscheinlich irgendwie drauf zeigen und sagen, hey, das kann ich auf meinen Hund gebrauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwas mit der Trompete macht. Also ich glaube, sie wird auf jeden Fall irgendwie reinpusten. So, ja. Okay. Ja. Haltet das. Höher. Gerade. Toll. Oh nein. Ich habe das vielleicht noch nie benutzt. Achso, wie? Oh, das ist aber zu realistisch. Oh, die sind so schnell! Oh mein Gott! Oh, ich hab's getroffen. Ja, es war knapp. Okay, das ist sehr lustig. Oh, ich hab getroffen! Oh, fast nochmal! Oh, das war toll. Ja, Louis, keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich hatte gesagt, er hat auch... Ach komm, das ist doch spaßig. Ich finde, er hat auch was geschossen. Wenn nicht, ist halt langweilig. Ah, du, 5. Okay. Ich gehe davon aus, dass Katharina wissen würde, dass ich mit der Unfremde schießen würde. Sagen wir mal, versuche, Johannes in die Eier zu schießen. Ich glaube, Marco trötet mit der Trompete. Das ist langweilig. Gut, dann mache ich jetzt etwas. So, das habe ich gemacht. Okay. Gut.
Jetzt war die Taste. Soll ich mal rausgehen? Echt, ich würde sagen, er hat ins Horn geblasen. Also wenn Jan jetzt mich einschätzen würde, würde er sagen, haha, der Patrick ist Bayer, der nimmt natürlich das Horn und bläst das. Ich persönlich bin ja zum Teil auch Schwab, ich würde eigentlich das Geld nehmen, aber ich habe eine Idee. Ich schieße auf den Taskmaster. Ja. Also ich sag, Jan nimmt die Pistole und schießt auf einen von euch. Nein, weil er Star Wars-Fan ist. Ja, wir machen das Patrick mal ein bisschen einfach. Er wird das wahrscheinlich voraussehen. Ach komm, einen habe ich noch. Der kam unerwartet. Ist der im Traum? Patrick, wir kennen uns so gut. Johannes, Tobias. wie war es, mehrfach beschossen zu werden? Ja, es war ein weniger angenehmes Gefühl, als ich erwartet hätte. Hattest du damit gerechnet, dass Philipp mit einer völligen Gleichgültigkeit und Zielstrebigkeit die Waffe durchlädt und sofort schießt? Es war schon ein wenig unerwartet. Ich finde, da ergibt sich gerade ein Muster bei Philipp. Ja. Das halten wir weiter in kritischer Beobachtung. Ja. Mal zu erwähnen sei, niemand hat das Geld genommen. Ja. Wir hatten schon gedacht, Wenn ihr da 100 € hingelegt hättet vielleicht. Ja. Aber so, 5 €. Ich meine, wenn da eine Nerfgun liegt, hätte da jemand was anderes genommen. Es haben viele gedacht, es wird ins Horn geblasen, aber es haben alle die Nerfgun genommen? ja. Und nicht alle haben Johannes verletzt. Nicht alle haben Johannes letzt, das ist korrekt. Aber du hättest gerne. Du hättest es gern gemacht? Nein. Nein? Okay, Nein. dann bist du vielleicht die Psychopathin von den 5. Wie frei bin ich denn hier eigentlich in meinem Punkteschema? Du bist relativ frei, die Punkte da so zu vergeben, wie du denkst. Okay. Dann bin ich geneigt, dementsprechend Marco auch keinen Punkt zu geben, weil er ja keins von beiden geschafft hat. Also man könnte schon einen Gnadenpunkt geben, aber muss ihr natürlich entscheiden. Wann hast du Geburtstag? Jedes Jahr. Ah, dann, weil du es bist. Ein Punkt geht an Marco. Die Leistung aller anderen war letzten Endes gleich. Wie wäre es, wenn wir allen anderen 2 Punkte gehen, Katharina aber 3 Punkte, weil sie pazifistisch war? Ist das ein Kompromiss? Kann man so machen. Okay, gut. Das war ein komplexer Task, Ja. aber ein lustiger Task. Und der Ablaufzettel sagt mir geheim. Korrekt. Erleuchte mich bitte. Tobi, Ja. du musst ja mein Taskmaster sein. Und wir haben uns einfach gedacht, vielleicht möchtest du auch mal bei einer Task mitmachen. Oh nein. Okay. Ich würde sagen, Film ab. Darf ich? Ja. Mache ein Foto vom Taskmaster. Ohne dass er es bemerkt. Schicke das Foto bis zum 31.08.24 an Johannes. Hast du schon Ideen, wo du Tobi, den Taskmaster... Ja, wahrscheinlich Begegnest? am besten auf dem Pott irgendwie, ne? Das wird er nicht merken. Nee. Ich meine, da mach ich andauernd Fotos von ihm. Ich muss mir erst eine Kamera besorgen, denn meine Handykamera ist kaputt. Und dann werde ich mich an irgendeiner Feierlichkeit an ihn heranschleichen. Vielleicht werde ich ihn auch zu schnell fahren lassen und das Blitzerfoto dann. Das ist doch dann gut mit Fotos. Ja, ich bin ja nicht so oft mit Tobi unterwegs. Du hast jetzt ein Jahr Zeit. Würdest du... Naja, da ich regelmäßig bei dem im Busch sitze, vorm Fenster, sollte das eigentlich kein Problem sein. Vielleicht einfach, wenn irgendwie wir uns am Aachener Weiher oder so treffen, er zum Pinkeln geht, dann einfach hinterhergehen und dann ein Foto machen. Je nachdem, wie voll er ist, wie viele Mopeds er schon hatte, maybe merkt das dann nicht. Liegt wieder hackedicht irgendwo rum. Ja. Tobi, es tut mir jetzt schon leid. Oder auch nicht, kommt drauf an, wie das Foto wird. Okay. Johannes, Tobias. sagt dir das Recht am eigenen Bild etwas? Nein.
Ich habe das Gefühl, hier kommen schlimme Dinge auf mich zu. Hast du denn gemerkt im Laufe des Jahres, dass du eventuell fotografiert worden bist? Ich wehre mich ja meistens dagegen. Ich bin ja quasi selten in der Öffentlichkeit. Ja. Man muss ja schon googeln, um was zu finden, könnte man sagen. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Katharina an. Mit ihr hast du ja relativ viel zu tun. Katharina siehst du schon öfter vielleicht als die anderen. Schauen wir mal, was sie gemacht hat. Ja. Wo war das? Das war auf dem Geburtstag von Saskia Schalkwig. Ja. Das ist übrigens die Default-Konversation zwischen mir und Lukas, weil tatsächlich schreiben wir gerade miteinander. Der Distanz war uns aber zu weit, deswegen sind wir so stehen geblieben. Ein schönes Foto, gefällt mir gut, ja. Mhm. Dann haben wir Patrick. Johannes, auch dieses Foto habe ich keinerlei Erinnerungen dran. Wann ist das geschehen? Das passierte vor einem Jahr auf der letzten Bodenfahrt. Ja, alles klar. Das heißt, ihr habt das noch vor der Bodenfahrt angefangen Ja. schon? Ah, okay. Sneaky, alles klar. Gefällt mir, ja. Dann würde Jan kommen. Es wird nicht besser. Ich würde aber sagen, dass wir da Flunky Boy spielen. Es könnte sein, dass das an Felix Geburtstag entstanden ist. Sehr gut, das konnte ich mir merken. Alles klar, sehr gut, ja. Dann Marco. Ich kann das nicht lesen. Ich esse Nutella mit Zwiebeln. Und begebe Freudig Kriegsverbrechen. Marco. Die Hälfte davon ist wahr. Wir sagen jetzt nicht welche. Ne? Wir sagen lieber nicht welche. Ich habe ihn noch nie nach Zwiebeln riechen. Ja, auch das dürfte an Felix Geburtstag entstanden sein. Ja, Ist korrekt. Und anscheinend hat er auch Hilfe gehabt. ja gut, dass man die Person nicht erkennt. Das ist nicht zuordbar, wer das war. Alles klar. Ja, dann fehlt noch eine Person. Ja, es gibt ja noch mehr Events, wo man Fotos machen kann. Das dürfte höchstwahrscheinlich dieses Jahr Flunky Boy gewesen sein oder letztes Jahr, ne? Ja, das war, da habe ich einen regenerativen Snap gemacht. Ja, sehr schön. Okay. Ja, das sind die Fotos, die ihr heimlich von mir gemacht habt, die jetzt für alle öffentlich einsehbar im Internet sein werden. Ja. Für wen von euch war da, was war die Herausforderung für jemanden von euch? Da ich ja eigentlich Zugang zu sehr großen und sehr, sehr guten Objektiven hatte, hatte ich eigentlich noch andere Dinge im Kopf, aber nachdem ich mal bei einem Fotosession für was anderes vor einer verprügelt wurde, weil ich in der Öffentlichkeit mit einem großen Objektiv fotografiert habe und das Leute angekackt hat, also nicht cool fanden, habe ich das dann doch lieber gelassen, weil ich nicht wollte, dass ich dann irgendwie euch zu holen muss und sagen so, ey, ja, alles gut, die kennen mich, das ist... Okay, Katharina, das Foto, was du aufgenommen hattest, das ist ja, hast du vermutlich mehrfach genau so auf deinem Handy, oder? Also das war jetzt auch nichts Außergewöhnliches, diese Situation, die du da siehst, oder? Ich dachte, du wärst aufmerksamer. Seit dem Mörderspiel heute Morgen weiß ich, ich hätte dich immer fotografieren können, du hättest nichts gemerkt. Ja. Und ich finde, es zeigt schön, du hast dich in die Gesellschaft rausgewagt, aber möchtest eigentlich wieder ins Digitale zurück, zusammen mit Lukas und da wieder raus. Ja, Ja. verstehe. Und der Strohhalm zeigt auf deinen Penis. Das sieht ist man mir wegen dem wichtig, Licht das ist nicht. mir immer wichtig. Ja. Okay, gut, also ich habe die Fotos gesehen. Ich würde die Punkte gerne folgendermaßen an euch vergeben. Das Foto, was mir am wenigsten gefallen hat, ist leider das von Jan, weil, es ist eigentlich nur so von der Seite fotografiert, wie ich Flunky Boy versuche zu spielen. Ist nett, aber die anderen geben mir mehr, deswegen einen Punkt für Jan. Aber trotzdem ein Applaus für die Flüche. Gleich danach 2 Punkte würde dann Patrick bekommen. Auch das finde ich schon durch diesen Vorhang hat das natürlich etwas Voyeuristisches auch. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal gut bemerkt. Finde ich aber auch da ist mir zu wenig Inszenatorisches drumherum, wenn ich hier mal den Kunstkritiker raushängen lassen darf. Von daher 2 Punkte für Patrick.
3 Punkte kriegt Katharina von mir, weil ich die Komposition sehr schön finde. Wir haben den Dualismus zwischen zwei Freunden, die sich nicht unterhalten. Wir haben auch diese Farbgestaltung, die dahinter ist mit Rot und Blau, gefällt mir gut. Die räumliche Distanz, Raumkomposition, fantastisch gewähltes Motiv. Sehr, sehr, sehr schön. Kriegt 3 Punkte von mir. Louis, du bekommst 4 Punkte von mir. Es ist natürlich immer natürlich schade, wenn du schlafende Männer bei ihrem Schlaf der Gerechten heimlich filmst. Mir gefällt aber die Friedlichkeit dahinter, deswegen gebe ich dir die 4 Punkte. Und deswegen gibt es die 5 Punkte tatsächlich für Marco, der sich darüber hinaus noch sehr viel Mühe gegeben hat, da auch noch einen kleinen Gag mit einzubauen, der mir gut gefallen hat. Von daher 5 Punkte verdient gehen an dich. Ja, das waren sehr schöne Fotos. In Zukunft bitte Kameras von Events fernhalten. Das möchte ich nicht nochmal sehen. Was haben wir als nächstes, lieber Johannes? Wir haben auch diesmal eine Team-Task, lieber Tobias. Dieses Mal möchte ich nämlich behaupten, vielleicht ist jetzt etwas besser gelungen als die Diss-Tracks beim letzten Mal. Aber für diese Task haben wir 3 Personen pro Team gebraucht und etwas Unterstützung aus der ersten Staffel besorgt. Film ab! Guten Morgen. Morgen. Hallo. Ja? Na? Das war Seid ihr fit? Ja, oder? Zufall aber auch. Ich wollte gerade spazieren. Ja, ich auch. Ja. Seid ihr ready? Ja, ich weiß es nicht. Okay. Ja, du? Ja, auf jeden Fall. Geht los jetzt. Ja, willkommen nun zu eurem Gruppentask. Jan und Louis, wie ihr seht, haben wir euch kräftige Unterstützung mitgebracht. Saskia? Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die erneute Einladung. Genau, als Champion der letzten Season. Kann nur gut werden heute. Genau. Und wir haben 3 Karten, die euch verschiedene Sachen nachher, also die Karten, die nur dazu da, dass ihr die Karten seht, und nachher gebe ich euch die Task. Ihr lest die Task erstmal stehen, danach, und wenn da steht, dass ihr die laut vorlesen dürft, dann macht ihr das. Okay. Und ich würde sagen, Ladies first. Genau. Ihr dürft der Kamera auch sagen, was ihr gezogen habt. Viel Spaß noch. Tada. Herzlos. Ich bin Herz. König. Alles klar. Also darf ich jetzt laut vorlesen? Oder? Okay. Der Korb darf seinen Platz nicht verlassen. Ziehe diese Augenbinde so auf, dass du nichts mehr siehst. Sage der Person, die dir am nächsten ist, König, dass sie ihre Task öffnen soll. Ich sehe gar nichts. Saskia, darfst deine Task lesen? Okay. Stecke die Ohrstöpsel in deine Ohren und setze die Kopfhörer auf. Du darfst nicht an den Knöpfen oder Einstellungen des Kopfhörers herumspielen. Lies danach weiter. Ich hoffe, wer von den anderen hatte die denn in den Ohren? Ich ändere nichts an den Einstellungen. Die sind nur viel zu groß. Du musst an diesem Ort bleiben. Das tue ich. Sage der letzten Person, dass sie ihre Task öffnen soll. Jan! Du darfst lesen! Das ist auch maximal unangenehm, hier so zu stehen, wenn hier Leute dran vorbeilaufen. Ne? Guten Morgen. Morgen. Bei mir steht, dass ich hier bleiben muss. Ich kann nichts hören. Ja, dachte ich mir schon. Philipp, ich muss hier stehen bleiben. Ich höre nichts. Was müssen wir tun? Gestikulier mal. Ja, wie? Ich habe keine Task gehabt. Was ist mit dem Korb? Der Korb muss zu Jan. Ist was im Korb? Ja, dann fühl mal. Ist da was drin? What the hell? Ah, Bälle? Was ist das? Ein Ball? Ich kann nicht sehen. Willst du den zu mir bringen? Sind es 3 Bälle? Ich sehe nichts. What is it? Siehst du nichts, hörst du nichts. Ja, komm her! Jan, darfst du dich bewegen? Nein, okay. Ich hasse euch alle. Okay, ja. Geradeaus, 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 geradeaus.
Maske auf. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, hier bin ich. Okay. Was hast du da drin? Was tun wir damit? Müssen wir die verkaufen? Müssen wir die alphabetisch sortieren? Du gehst zu Jan? Ich darf nicht. Ich muss hier stehen bleiben. Aber du darfst doch sprechen, oder nicht? Ja, aber du hörst ja nichts. Muss ich die zu Jan werfen? Ich zu Jan. Nicht zu Jan. Was? Versuch's. Du gehst zu Jan und ich muss dir sagen, wohin. Okay, nimm das wieder mit, bitte. Ja, geradeaus, lauf, geh. Sagt sie. Weiter. Weiter. Oh, saß mir doch lustig. Ich sehe gar nichts. Lauf! Aber ich find's gut, du hast direkt alles mitgebracht. Ja, nicht ganz alles, aber also ich hoffe, dass im anderen Team jemand zweimal laufen musste. Also, klär mich auf. Es gab Bube, König und Ass, richtig? Genau. Also 3 verschiedene Aufgaben oder 3 verschiedene? Ja. Also nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Die bekannten 3 Affen, wie man sie vielleicht schon mal diverse Male gesehen hat. Was denkt ihr, wer von euch hatte da den schwierigsten Part in dieser ganzen Nummer? Ich! Ja, habt ihr sehr schön zusammen gemacht auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, das hat mir erstmal schon mal ganz gut gefallen. Da fehlt aber ja noch eine zweite Hälfte und ich glaube, ob diese zweite Team, so wie du das eben angekündigt hast, zweimal laufen muss. Ich würde sagen, das erfahren wir nach einer kein refreshing Break. Also wir werden eine kleine Pause einbauen, richtig? Wir sehen uns nach der Pause wieder. Vielen Dank.